Herzlich willkommen bei Lipokati. Schön, dass du heute da bist. Ich habe heute die Top 5 Übungen, die ich gerne zwischendurch mache, wenn ich nur ein paar Minuten Zeit habe, im Stehen, wo man es überall eben machen kann, für die Beine, wenn du von Lipödem oder Lymphödem betroffen bist oder wie ich von einem Lipolymphödem und man einfach ein bisschen mehr wieder Bewegung in die Beine bringen muss, den Lymphfluss anregen sollte, um einfach mehr Leichtigkeit im Alltag zu erfahren und einfach unsere Beschwerden, die wir leider im Alltag haben, ein bisschen aufzulockern. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Du brauchst heute keine Hilfsmittel, einfach irgendwas, wo du dich vielleicht festhalten kannst. Das kann die Küchentheke sein, das kann der Schreibtisch sein, das kann die Rückwand vom Sofa sein oder von einem Sessel. Du kannst es auch freihändig machen, aber ich finde es ganz angenehm, einfach um aufrecht zu stehen, dass man sich irgendwo festhalten kann. Und dann würde ich sagen, los geht's mit der ersten Übung. Wir stellen uns gerade hin, aufrechte Haltung, halten uns an die Küchentheke oder wie gesagt am Sessel oder so fest und dann geben wir den Fokus auf die Füße und möchten die Füße abrollen und strecken. Ich mache mal das Video größer, dann sieht man, wie ich das mache. Wir kommen wirklich nach oben. In dem Moment spannen wir die Wadenmuskulatur an und regen somit die Durchblutung an. Die Muskulatur wird angeregt, der Lymphfluss kommt in Fahrt. Und wir kippen dann immer leicht nach hinten, also langsam nach oben abrollen, auf die Ballen kommen und dann wieder runter und versuchen, deswegen ist es gut, wenn man sich festhalten kann, eben hier hinten auf die Ferse und die Zehen leicht mit anheben. Und das Ganze machst du jetzt in deinem Tempo ein paar Mal. Ohne Druck, nicht zu schnell, sondern wirklich den Fokus auf die Bewegung legen. Das kann man im Alltag immer wunderbar einbauen, gerade wenn man lange steht, viel steht, in der Küche viel arbeitet oder ja, einen stehenden Job einfach hat oder auch wenn man einen sitzenden Job hat, ja, dass man einfach dann in der Pause sich an der Rückseite vom Schreibtischstuhl zum Beispiel festhält oder am Schreibtisch selbst und dann einfach ein paar Mal diese Übung macht, ist meiner Meinung nach sogar die mit am effektivste Übung. Und dann machen wir es noch 2 Mal. Schön nach oben kommen, so weit wie es für dich geht und abrollen. Noch einmal. Okay. Die zweite Übung, die ich habe, da kann man sich seitlich hinstellen, sich seitlich festhalten zum Beispiel, ja, oder das ganz freihändig machen. Und dann machen wir das so, dass wir abwechselnd Ferse auf den Boden bringen, die Füße flexen, das heißt die Zehen zeigen zu uns her zum Schienbein und dann pointen wir wieder den Fuß und die Zehen nach vorne an den Boden. Ich mache es mal in groß, dass man es gut sehen kann. Und das machen wir abwechselnd mit dem linken und rechten Fuß. Einfach ein paar Mal. Ja? Man kann sich, wie gesagt, festhalten, aufrechte Haltung. Und ansonsten das Ganze aber auch freihändig machen. Das ist auch eine tolle Übung, die man im Liegen machen kann. Das mache ich auch sehr gerne. Da habe ich auch ein Video bei mir auf dem Kanal, wo man tolle Übungen im Liegen macht. Die Beine wunderbar an die Wand nach oben bringt. Einfach um die Schwerkraft da ein bisschen, ja, dass einfach die ganzen Schwellungen, die ganze Flüssigkeit in die Ödeme. Wir wechseln die Seite, wir sind jetzt bei der linken Seite, ja. Einfach da ein bisschen das Ganze abtransportiert wird. Deswegen die Beine immer hochlegen. Schauen, dass ihr die Beine so oft wie es geht nach oben bringen könnt. Am besten höher als der Oberkörper. Und dann diese Übungen auch toll machen könnt. Ja, auch im Bett abends, vorm Einschlafen, nach dem Aufstehen. Schaut da gerne mal bei mir auf den Kanal. So, machen wir noch 2 Mal. Okay. Dann lockern wir mal ganz kurz aus. Die dritte Übung gehen wir wieder an unsere Theke oder wo wir uns festhalten und bringen abwechselnd die Ferse hinten ans Gesäß und haben einen leicht hüftbreiten Stand, ja, und kippen quasi immer ein bisschen zur Seite und bringen da ein bisschen Dynamik rein, ja, und kippen immer die Ferse zum jeweiligen Gesäßteil und
spannen somit auch immer ein bisschen die Oberschenkelmuskulatur mit an. Und es regt halt super die Durchblutung an. Ja? Einfach ein bisschen mitwippen. Das kann man so 10 oder 20 Mal machen. Wir machen es noch ein paar Mal gemeinsam. Und jede Seite noch 2 Mal. Okay, dann kommen wir da zur Mitte. Dann habe ich noch was für die Zehen. Mache ich auch sehr, sehr gerne die Übung auch im Liegen, aber wir können sie super auch eben im Stehen machen. Ja, ich stelle mich einfach mal seitlich hin, dass man das eben gut sehen kann. Und zwar bringe ich hier einfach die Ferse auf den Boden, die Zehen nach vorne gerichtet und dann flexen und pointen wir nur die Zehen. Einfach mal kurz mitschauen im Video, wie ich es mache. Einmal beuge ich die Zehen und dann bringe ich sie wieder nach oben. Ja, das ist einfach so ein ständiges Hin und Her, Stretchen der Zehen. Und in deiner Geschwindigkeit einfach ein paar Mal machen. Muss man nicht schnell machen. Einfach nur, um Bewegung in den Fuß zu bringen, ja, um da die Durchblutung zu fördern. Und dann machen wir die andere Seite. Einfach ein paar Mal. 10, 15 Wiederholungen kann man da super immer mal einbauen. So, und dann habe ich die letzte Übung für euch. Dafür braucht man ein bisschen mehr Platz. Komme ich mal ein bisschen nach vorne. Und zwar machen wir einen Seitschritt und bringen dann die Ferse wieder zum Gesäß und aber die Ellenbogen mit nach hinten. Ja, dass wir nochmal den Oberkörper auch ein bisschen aktivieren zum Ende, nochmal ein bisschen Dynamik reinbringen. Die Ellenbogen nach hinten ziehen und wir kommen wieder hier zur Mitte und die Ellenbogen nach hinten ziehen, ja, und leicht in die Hocke gehen. Also wir dürfen ein bisschen den Oberschenkel merken und ziehen dabei immer die jeweilige Ferse zum Hintern, ja. Ich mache mal von der Seite. Ähnlich wie die Übung vorhin. Dann nehmen wir jetzt nochmal die Arme mit dazu und gehen auch noch mehr in die Hocke, ja. Also wir halten uns bitte nicht fest, sondern versuchen wirklich so tief zu gehen, wie es geht und auch von die Knie her bei dir geht. Machen da einfach jede Seite 10 Mal. Und noch 4 Mal jede Seite. Noch 2 Mal. In dein Tempo. So. Und dann sind wir schon fertig mit der kurzen Routine. Ich bedanke mich, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, diese Übungen bringen dir genauso viel Leichtigkeit im Alltag wie mir. Und dann lass gerne einen Kommentar da, wie es dir gefallen hat, ob du die Übungen schon kanntest. Und ansonsten schau gerne mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Vielleicht sind da noch ein paar andere Videos, die dir gut tun, die dir gefallen. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss!